Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Stell dir vor, du gehst in Deutschland in ein Restaurant. Ja, eine alltägliche Situation, aber vielleicht kennst du das auch. Dieses leichte Zögern, was sage ich jetzt genau? Wie wirke ich höflich, aber nicht unsicher? Das kennen sicher viele. Genau darum geht's heute. Wir schauen uns mal gemeinsam die typischen Situationen im Restaurant an, also von der Ankunft bis zum Abschied sozusagen. Okay, Die Basis dafür ist ein ziemlich hilfreicher Text, den wir uns angesehen haben. Der zeigt die Schritte und auch gute Formulierungen. tja, sehr praktisch. Unser Ziel ist, dass du dich beim nächsten Mal einfach ganz entspannt und souverän fühlst. Klingt gut. Also, packen wir es an. Der erste Schritt: Du kommst rein und brauchst einen Tisch. Richtig. Du machst die Tür auf, wirst meistens begrüßt. Guten Abend, herzlich willkommen. Und dann auf die Frage: Haben Sie eine Reservierung? Genau. Was sagst du, wenn du jetzt spontan da bist? Der Text schlägt vor: Nein, wir haben nicht reserviert. Haben Sie trotzdem einen Tisch frei? Ziemlich direkt, ja. Das ist schon ein interessanter Punkt aus dem Material, diese Direktheit. Stimmt. Und was ist, wenn es voll ist? Ja, Der Text erwähnt das ja auch. Der Kellner sagt vielleicht, es dauert ein paar Minuten, möchten Sie kurz warten? Und es wird als völlig normal dargestellt, nicht irgendwie als Problem, sondern als Option. genau, als Teil des Ganzen. Das finde ich schon bemerkenswert. In anderen Kulturen ist das vielleicht anders. Da erwartet man sofort einen Platz oder eben Pech gehabt. Ja, hier scheint so eine kleine Wartezeit eher akzeptiert zu sein. Eine kleine Geduldsprobe, die oft dazugehört. Okay, nehmen wir an, ein Tisch ist frei. Du hörst dann vielleicht: Bitte folgen Sie mir. Oder lockerer. Suchen Sie sich gern was aus. Genau. Du sitzt, die Speisekarte kommt oder liegt vielleicht schon da. Und was nun? Jetzt wird's spannend, die Karte. Du schlägst sie auf und, naja, vielleicht stolperst du über Begriffe wie schwäbische Maultaschen oder Lapskaus. Oh ja. Deutsche Karten können manchmal regionale Sachen oder kreative Namen haben, die man nicht sofort versteht. Das stimmt. Aber hier nicht den Mut verlieren. Richtig. Und genau hier, sagt unser Text, liegt so eine kulturelle Eigenart, die man verstehen sollte. Die Kultur des Fragens. Ah, okay. Es ist nicht nur okay, es wird quasi erwartet, dass du nachfragst, wenn was unklar ist. Wirklich erwartet. Naja, zumindest ist es absolut normal. Die Formulierung, Entschuldigung, könnten Sie mir bitte erklären, was das ist da Gold wert. Das wird nicht als dumm oder unwissend gewertet, sondern als Interesse. Und es vermeidet ja auch Missverständnisse. Also keine falsche Scheu. Es ist eigentlich eine Form der Kommunikation, die sogar geschätzt wird. Ganz genau. Das heißt, die Sorge, irgendwie dumm dazustehen, ist unbegründet. Absolut. Man kriegt dann meist eine freundliche Erklärung, sowas wie: Das ist eine Art gefüllte Teigtasche. Oder das ist ein norddeutsches Gericht aus Pökelfleisch, Kartoffeln und Marzies. Genau. Einfach und auf den Punkt. Und besonders wichtig wird dieses Fragen ja bei speziellen Wünschen oder Bedürfnissen, oder? Unbedingt. Der Text betont das auch stark. Frag gezielt. Ist dieses Gericht vegetarisch oder führen Sie auch glutenfreie Optionen? Klar. Und bei Allergien, das ist absolut unerlässlich, das klar und deutlich zu sagen. Ich bin allergisch gegen Nüsse. Sind in diesem Gericht Nüsse drin oder Spuren davon? Wirklich präzise sein. Ja. Das ist keine übertriebene Vorsicht, sondern eine super wichtige Info. Das nimmt der Service auch ernst für deine Gesundheit. Verstehe. Klarheit schafft Sicherheit. Okay, die Essensauswahl braucht vielleicht noch einen Moment, aber oft kommt ja schon die Frage nach den Getränken. Stimmt. Möchten Sie schon etwas trinken? Wie reagiert man da am besten? Hier sagt die Quelle, ganz unkompliziert, einfache, klare Sätze. Zum Beispiel: Für mich bitte ein Wasser. Oder ich hätte gern ein Bier. Oder einen Orangensaft bitte. Also keine komplizierten Floskeln? Nein, gar nicht nötig. Direkt, höflich, das passt. Es bringt oft auch die Bestellung in Gang und gibt dir noch ein bisschen Zeit für die Essenswahl. Das leuchtet ein. Okay, Getränk kommt, du hast dich entschieden. Wie signalisierst du jetzt: Ich bin bereit zum Bestellen? Oft reicht schon Blickkontakt. Wenn das nicht klappt, ein kurzes Handzeichen.
Oder eben der Satz, den unser Text vorschlägt. Wir wären dann soweit. Oder wir möchten gern bestellen. Genau. Und die Bestellung selbst? Auch wieder so direkt. Ich nehme das Händchen mit Gemüse. Ja, Für mich bitte die Pasta. exakt, kurz und präzise. Was ich aber besonders interessant finde, und das erwähnt unser Text auch explizit, die Sache mit den Sonderwünschen. Ah ja, Kleine Änderungen. genau. Die Frage, könnte ich das auch ohne Soße haben oder wäre es möglich, die Pommes durch Salat zu ersetzen? Das soll in Deutschland überraschend normal sein. Echt? Das überrascht mich jetzt auch ein bisschen. Man denkt ja oft, Deutschland ist eher so nach den Regeln. Ja, das Klischee kennt man. Ist das wirklich so unkompliziert? Spricht der Text da auch über Grenzen? Naja, die Quelle suggeriert, es liegt im Rahmen des Üblichen und was die Küche halt hergibt. Klar, man kann kein komplett neues Gericht verlangen. Richtig. Aber so kleinere Anpassungen, die Garstufe beim Fleisch, könnten Sie das Fleisch etwas mehr durchbraten oder eben eine Zutat weglassen. Hm, Das wird als normaler Service angesehen, wird meistens ohne Probleme gemacht. okay. Es wird so dargestellt, als Teil des Serviceverständnisses, auf individuelle Wünsche einzugehen, solange sie halt realistisch sind. Also niemand findet das komisch oder aufdringlich. Entscheidend nicht, nein. Gut zu wissen, das nimmt sicher vielen die Hemmung, einfach mal zu fragen. Okay, Bestellung ist raus, du lehnst dich zurück. Mhm. Und wenn jetzt beim Essen was fehlt, Salzstreuer oder so, Auch da rät der Text zur direkten, aber höflichen Ansprache. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte noch Besteck bringen? oder Entschuldigung, wir bräuchten noch Salz. Genau. Einfach und problemorientiert. Nicht lange drumrum reden. Verstehe. Und dann kommt ja oft die Frage, die manchmal ein bisschen unangenehm sein kann, hat es Ihnen geschmeckt? Ah ja, der Moment der Wahrheit. Wie ehrlich sollte man da sein, laut Quelle? Der Text empfiehlt so eine Balance aus Ehrlichkeit und Höflichkeit. Also, Wenn's gut war, klar sagen. Ja, danke, es war sehr lecker oder ausgezeichnet. und wenn nicht? Wenn was nicht optimal war, ist konstruktive, aber freundlich formulierte Kritik okay. Wie zum Beispiel? Sowas wie, es war in Ordnung, aber für meinen Geschmack ein bisschen zu salzig. Oder das Gemüse war leider etwas zu weich. Ah, okay. Nicht einfach nur meckern. Genau. Diese direkte, aber eben nicht unhöfliche Rückmeldung wird oft mehr geschätzt, als wenn du nichts sagst und unzufrieden bist. Das passt ja zu dieser direkten Kommunikationskultur, von der wir sprachen. Exakt. Verstehe. Direktheit, aber immer im freundlichen Ton. Okay, das Essen war gut, der Abend schön, jetzt wird's Zeit zu zahlen. Wie läuft das? Du gibst ein Signal. Blickkontakt und wir würden gern zahlen. Oder die Rechnung bitte? Genau. Und jetzt kommt die Situation, die unser Text als typisch deutsch beschreibt und für viele Nicht-Deutsche erstmal ungewohnt ist. Ich ahne es. Die Frage des Kellners. Zusammen oder getrennt? Ach, der Klassiker. Ja, das sorgt oft für Verwirrung. Was heißt das genau und warum wird das überhaupt gefragt? Also zusammen heißt eine Gesamtrechnung für den ganzen Tisch. Klar, Getrennt bedeutet, jede Person zahlt nur das, was sie selbst bestellt und gegessen oder getrunken hat. und der Kellner rechnet das dann einzeln aus. Ja, oft geht er die einzelnen Posten pro Person durch. Warum das so üblich ist? Unser Material legt nahe, dass es mit so einer Vorstellung von Fairness und individueller Verantwortung zu tun hat. Ah, interessant. Das ist wohl in der deutschen Kultur recht verankert. Es vermeidet halt diese manchmal etwas unangenehme Rechnerei am Ende, wer wem wie viel schuldet. Eine ziemlich pragmatische Lösung eigentlich. Absolut. Sehr effizient, muss man sagen. Deine Antwort ist dann also einfach zusammen bitte oder getrennt bitte? Genau. Und dann das liebe Geld, Trinkgeld. Wie läuft das? Die Quelle erwähnt ja dieses stimmt so. Richtig. Trinkgeld ist in Deutschland üblich, aber keine Pflicht. Das muss man sagen. Okay. Es ist eine Anerkennung für guten Service. So die Höhe liegt oft bei 5-10%. Und wie gibt man das? Eine sehr gängige Methode, die der Text auch hervorhebt, ist eben das Aufrunden mit stimmt so. Stimmt so. Kannst du ein Beispiel geben? Klar. Die Rechnung ist, sagen wir, 28 €. Du gibst einen 30-Euro-Schein und sagst, stimmt so. Ah. Dann weiß der Kellner, die 2 € sind Trinkgeld,
er muss kein Wechselgeld rausgeben. Oder wenn es nicht genau aufgeht. Du kannst auch sagen, du gibst einen 50er für die 28 € und sagst, machen Sie 31 draus. Ah, ja, verstehe. Das ist klar. Unkompliziert und man muss nicht mit Kleingeld rumhantieren. Genau. Stimmt so, kurz praktisch verstanden. Damit wäre der finanzielle Teil geklärt, fehlt nur noch der Abschied. Ja, da zählt auch wieder die Höflichkeit, ein einfaches Danke, es war sehr schön. Oder vielen Dank, auf Wiedersehen. Genau, das ist eine nette Geste zum Schluss. Okay, lass uns das mal kurz im Schnelldurchlauf an einem Beispiel durchgehen, so ähnlich wie im Text beschrieben. Gerne. Also Ankunft, guten Abend. Guten Abend. Ein Tisch für 2? Ja, bitte folgen Sie mir. Mhm. Getränke, was möchten Sie trinken? Ein Wasser bitte? Und für mich einen Apfelsaft. Passt. Essen, wir würden gern bestellen. Ich nehme das Schnitzel mit Pommes? Und ich hätte gern den Salat mit Hähnchenstreifen, aber bitte ohne Zwiebeln. Geht klar oder wird gemacht. Genau. Nach dem Essen, hat es geschmeckt? Ja, danke. War sehr gut. Schön. Bezahlen? Wir möchten bitte zahlen. Zusammen oder getrennt? Getrennt bitte. Okay. Kellner rechnet vor, das Schnitzel und das Wasser macht 18 €. Du gibst 20 €, stimmt so. Dankeschön. Der Salat und der Saft macht 16,50 €, deine Begleitung gibt 18 €, stimmt so. Vielen Dank. Abschied. Danke, schönen Abend noch. Danke, Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Perfekt. Man sieht da schön die Abfolge und diese typisch deutschen Formulierungen. Ja, höflich, aber direkt und effizient. Ohne überflüssige Schnörke, aber trotzdem respektvoll. Fassen wir die wichtigsten Punkte aus unserem Material nochmal zusammen. Was sollte man sich unbedingt merken? Also erstens, die Kultur des Fragens nutzen. Wenn was unklar ist, fragen. Das wird erwartet oder zumindest geschätzt. Okay. Zweitens, direkte und klare Bestellungen. Auch mit realistischen Sonderwünschen. Das ist normal und okay. Gut. Drittens, auf die Frage zusammen oder getrennt vorbereitet sein und verstehen, was dahinter steckt. Fairness, Pragmatismus. Mhm. Und viertens, dieses stimmt so als einfache Methode fürs Trinkgeld kennen. Und ganz wichtig hast du ja auch gesagt, es geht nicht um die perfekte Sprache. Genau, die Bereitschaft zu kommunizieren, Freundlichkeit und klar sagen, was man möchte, das ist das Entscheidende. Die meisten im Service sind ja auch Profis im Umgang mit internationalen Gästen. Absolut. Also, unser Impuls für dich da draußen. Beim nächsten Restaurantbesuch in Deutschland, probier diese Dinge einfach mal aus. Mit den Hinweisen aus unserem Text hast du ja jetzt das Rüstzeug. Nur Mut. Und zum Schluss vielleicht noch ein Gedanke zu mitnehmen. Jetzt kennst du ja einige dieser typischen Abläufe und unausgesprochenen Regeln für Deutschland. Mhm. Beobachte doch mal bewusst, wie unterscheidet sich das von dem, was du vielleicht aus deinem Heimatland kennst oder von anderen Reisen? Ah, ein interessanter Punkt. Gibt es da ganz andere Rituale? Beim Rufen des Kellners, bei der Lautstärke im Gespräch, wie lange man nach dem Essen noch sitzen bleibt oder eben beim Bezahlen und Trinkgeld. Stimmt, da gibt es sicher viele kleine Unterschiede. Genau. Solche kleinen kulturellen Details wahrzunehmen, die vielleicht auch über das hinausgehen, was wir heute besprochen haben, das macht das Unterwegssein oft erst richtig spannend. Und es erweitert den Horizont. Also Augen aufhalten und beobachten. Ja, was fällt dir als nächstes auf? Das ist die Frage.